28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Mamma mia! 4 Finaltickets. Was? 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Wise, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 20. Episode. Am Ende dieser Folge wissen wir, welche beiden Angler das Finale mit Ton van Ham und Roman Chakutso komplettieren. Wenn man nur auf das nackte Zwischenergebnis schaut, hat eindeutig Anton Holzleitner die besten Chancen. Allerdings kämpft der Bayer seit seinem furiosen Auftakt mit Übelkeit und weiteren Symptomen, die auf einen am Vortag erlittenen Sonnenstich hindeuten. Um sich der Mittagssonne nicht weiter auszusetzen, musste er seinen designierten Hecht-Spot deshalb verlassen und befindet sich momentan auf einer längeren Autofahrt. Auf den Rängen dahinter liefern sich Kevin Imhoff und Max Guder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Marc Pachowski liegt auf Rang 4 in Lauerstellung, während sowohl Enrico Di Ventura als auch Marius Schepp bereits unter Zugzwang stehen, wenn sie ihre Finalträume nicht frühzeitig fahren lassen wollen. So viel zur Ausgangssituation. Rund 4,5 Stunden sind noch zu gehen und wir beginnen bei Marc, der nach langer Fahrt nun die E-Sox-Akquise vorbereitet. Okay, so, Pechtasche. Ich habe hier so Klebegewichte, die ich jetzt noch hier in mein Swimbait dran baue. Um den möglichst, also er ist ein Slow Floater, aber ich will den möglichst Suspending haben. Und ein John Wade mit 2 Gramm wäre hier schon zu viel, dann wird er schon wahrscheinlich langsam absinken mit dem Fluorocarbon. Deswegen müssen hier so kleine Klebegewichte her, die gibt es von verschiedenen Firmen. Meistens sind es irgendwelche japanischen Firmen, die so ein geiles Zeug machen. Und manchmal macht das einen Unterschied. Also hier ist knapp ein bisschen was über ein Gramm. Ich habe so 0,5, 0,8 Gramm. Das mag für die meisten sehr verwirrend klingen, was so ein bisschen Unterschied macht. Aber es macht einen riesen Unterschied. Um euch einfach mal ein Beispiel zu nennen, bei einem kleinen Twitchbait von 7 cm macht die Lackierung schon extrem viel aus, ob der Suspending ist oder nicht. Und wir reden hier von 0,06 Gramm. Das macht bei einer Lackierung teilweise was aus, ob der Köder eben dann super slow sinkt oder langsam hochkommt oder eben perfekt suspendet. Bei dem Suspenden spielt natürlich noch die Wassertemperatur eine Rolle. Das ist auch wieder so eine Wissenschaft für sich. Aber am Ende ist es einfach nur wichtig, dass der Köder, egal ob er jetzt langsam sinkt oder langsam schwimmt, lange in einer Wassertiefe ungefähr vor dem Fisch zu präsentieren ist. Und das mache ich dafür, weil ich hatte ja in der Gruppenphase viele Nachläufer. Und so kann ich den noch ein bisschen vor dem Fisch rumspielen, ohne dass der Köder viel Strecke macht oder hoch oder runter sinkt. Das ist zumindest der Plan. Und los geht's. Oh nein, ich hänge schon im Kescher. Fisch. Oh, das bitte besser, Alter. Also den Kescher, den rangiere ich auf jeden Fall danach aus. Meine Güte, Junge. Oh, ich hoffe, das ist eine Verbesserung. Sieht so aus. Das Gel gerade. Vorne liegt er an. Hinten auf der 56. Jo. Dranbleiben hat sich gelohnt. Zwar nur wenige Zentimeter, aber die können im Endeffekt echt wertvoll sein. Und weg. So, jetzt wird's zum einen Teil grob und zum anderen Teil aber auch ein bisschen feiner. Ich werde wahrscheinlich beide Routen mit Hardbaits bestücken. Zwar mit einem Twitchbait hier. Einfach weil das letzte Mal, als wir hier waren, die Fische sehr stark auf die Pausen reagiert haben. Und auch auf grelle Farben reagiert haben, so wie es der Radfahrer tatsächlich als Tipp auch gegeben hat. Ich glaube, hier mit dem Silent Slickstick
sind wir gut beraten, weil der ein bisschen weniger Aktion macht und man den lange stehen lassen kann. Gerade jetzt mit dem Stahlvorfach wird er so richtig zu einem Suspender. Ja, und hier Salmo Sweeper in groß. Wahnsinnig guter Hechtköder, gerade meiner Meinung nach, gerade wenn man wenig Wind hat, kann man immer mal wieder mit diesen Side-to-Side-Actions, also Glidebaits, Jerkbaits, doch die Hechte triggern. 1 Stunde für 2 Hechte. Ambitioniertes Ziel, zumal die Sonne inzwischen senkrecht vom Himmel brennt. Fisch. Ja. Boah. Jetzt habe ich ihn, den kleinen Barsch. Wieder leider wirklich kein großer. Aber ja, das Punkte-Eichhörnchen Marius hat wieder zugeschlagen. Es ist so warm. Es ist echt crazy. Es sind leider wirklich alles keine Tournament-Winner. Aber naja, wichtig, dass ich jetzt mal den nächsten Fisch auf dem Board habe. Der hat 27,5, oder? 27,5. Also 28. Gut. Es wird jetzt dann echt wichtig, Schatten zu suchen. Ich werde echt gleich nochmal die Brücken antesten, obwohl die in den letzten Tagen wirklich schlecht waren. Aber es brennt so runter. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die Zander sich vielleicht doch unter die Brücken verziehen. Und ich habe eine, die im Training zumindest funktioniert hat. War ich ja in der Gruppenphase auch. Da hat sie nicht funktioniert, aber vielleicht ist es. Und sonst werde ich hier auch nochmal die großen Brücken probieren. Weil hier draußen ist es ja, auch für uns sehr, sehr unangenehm. Aber nächster Fisch ist da. Sehr gut. Eine Sache muss ich sagen, für diese unglaublich spannende Angelei, die halt leider sehr effektiv ist, gerade bei so einem Wetter, ist es mit der Baitcaster schon deutlich angenehmer. Ich fische hier unsere W4 Baitcaster von Westin, das ist die 101er Größe. An der 21 Gramm Bass Finesse W3. Ja, ist ein Ticken straff, ich würde sogar ein bisschen weiche Route nehmen für hier, aber wenn hier wirklich jetzt noch ein 60er Zander kommt, dann bin ich froh über die 21 Gramm Wurfgewicht und den Rückgrat, oder das Rückgrat besser gesagt. Also Schatten gönnt unfassbar, finde ich. So vom Lifestyle. Eigentlich ganz angenehm. Wir können den ganzen Tag sitzen, Olli. Ja. Oh, Alter, was haben wir Tage hinter uns? Meine Güte, ey. Respekt an alle anderen, Wahnsinn. Ich würde gerade behaupten, dass es irgendwie schwierig ist. Also sofort hier kleine Barsche gefangen, 2 Stück. Aber jetzt hier stehen sie auf jeden Fall nicht. Werde ich sie noch kurz gleich mal mit einem kleinen Petit Crankbait ausangeln. Weil darauf können die Barsche ja auch gerne stehen. Auf jeden Fall ist hier alles voll mit Fisch und ich habe so einen Platz, da muss ich so 15, 20 Minuten fahren. Da wurde mir zugesichert, den habe ich nie gefischt in meinem Leben. Da wurde mir zugesichert, dass ich da kleine Barsche bekommen könnte. Da könnte ich hinfahren, das probieren und wenn ich da einen bekomme, komme ich hier auf jeden Fall wieder her und versuche erstmal noch einen großen Zander zu fangen. Weil, oh, was war das? Weil hier gibt es auf jeden Fall einiges an Fisch. Das steht fest. Wir versuchen jetzt einen Barsch zu fangen. Also, damit wir uns vielleicht die Fahrzeit nach Amsterdam sparen und hier weiter auf Zander angeln können. Weil wir hatten ja Kontakte regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, sagen wir es mal so. Ja, und eigentlich müssen wir jetzt hier irgendwie einen rausfangen. Aber maximal eine halbe Stunde, 3/4 Stunde, dann düsen wir weg. Weil sonst lohnt sich das nachher alles nicht mehr. Also bei Barschen werde ich echt ungeduldig, ne? Boah, diese Fischart, die hat mir aber auch schon den letzten Nerv geraubt, bin ich ganz ehrlich. Oh. Twitchbait ein kleines würde funktionieren. Aber von der Höhe, von der Brücke, das klappt vom Winkel nicht. Ich dachte halt, wir kriegen halt jetzt mit was Kleinerem, was einen Schwanz hat, weißt du, der ein bisschen Action macht. Nehmen wir halt was Größeres, was Power hat, ne? Ja. Da ist der Barsch. Da ist der Barsch, Freunde. Oh. I think it's too small. Der nächste kleine Barsch. Ich will einfach mal wissen, wie groß der in etwa ist.
Einen halben Zentimeter. Ich hätte gedacht, der hat 16 Zentimeter oder so. Naja, der kommt zurück. Aber ich hole mir jetzt noch einen 22er. Den hier hat der kleine Barsch gerade eben ausgespuckt. Kleiner Stichling. Ich würde sagen, das ja, müssen wir mal imitieren. Kleines 5 cm Köderchen. Perfekt, ey. Wahnsinn. Fisch. Scheiße, hängt fest. Oh, yes, 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 ich hab ihn. Oh Mann, und ich hab einen Hecht und hab mich, beides auf Muddy Roach. Mann, hey, die Farbe fängt. Ja, 78,5. 78,5 cm, toller Fisch auf meinem Maken, den zeige ich euch gleich, den Swimbait. Und einen brauche ich noch und dann brauche ich eigentlich noch einen Barsch. So, gut, 78er Hecht, der ist ein solider Fisch. Dann werde ich den mal wieder reporten und dann zeige ich euch mal den Köder. Der zählt sogar für 79. Damit liegt Marc aktuell bei einem sehr soliden Durchschnitt von knapp 83 Punkten pro Fisch und scheint trotz des Anti-Hechtwetters das richtige Rezept gefunden zu haben. Erfolgsköder in diesem Fall der neue Ilex Maken. Das ist die 108er Version, also 18 cm. Das ist ein Slow Floating Jointed Swimbait. Jointed, weil er hier hinten zweigeteilt ist. Besonderheit bei dem, die meisten zweigeteilten haben 2 Fixierpunkte quasi. Hier ist nur ein Fixierpunkt mit einem Wirbel. Also der Wirbel ist quasi die Fixierung zwischen diesen 2 Gliedern. Und das nennen die Japaner Multi-Flex System. Bedeutet, der Köder hat viel mehr Spiel. Also ihr könnt ihn allein in Zeitlupe einkurbeln, dann fängt er schon an zu rollen quasi. Und man kann ihn in dem sogenannten Deadwalk angeln, das was ich eben gemacht habe. Deadwalk ist von den Japanern, vom Schwarzbarschangeln, eine Technik, wo ihr eigentlich nur mit eurer Rute oder über die Rolle versucht, immer in eure Schnur, wie soll ich denn sagen, quasi die schlaffe Schnur immer ein bisschen stramm aufzunehmen, also gar nicht richtig den Köderkontakt, also mit der Rute ziehen, sondern fast nur über die Rolle und über die Schnur führen. Und so wackelt der rechts, links, hin und her, fast auf der Stelle. Und ich habe hier vorne an so einem Schilfgürtel vorbeigeschmissen und da ist noch so ein Schilfarm. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt einen Fisch da drauf kriege, mal gucken, wie ich den rauskriege, aber erstmal den Fisch draufkriegen. Und genau an dem Schilfarm, kurz vorm Festhängen, bam, kam die Attacke hier auf den Maken. Also ist ein toller Hechtköder, den man ganz langsam führen kann. Wie gesagt, ist ein Slow Floater. Mein Gewicht ist jetzt mittlerweile ab. Das hat der Hecht wahrscheinlich eben gekillt, weil ich es abgeschnitten hatte und neu dran geklebt hatte. Das ist nicht schlimm. Habe noch Gewichte dabei und hoffentlich bringt er mir noch einen Hecht. Marketing Patschowski. Ganz ernst gemeint, ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man nützliche Tipps mit einem konkreten Produkt verbindet. Was zugegeben besser funktioniert, wenn die Fische mitspielen. Auch wenn das vielleicht jetzt die schwerwiegendste Entscheidung des Tages ist, aber ich habe irgendwann heute schon mal zum Kameramann, also zu Erik, gesagt, irgendwann müssen wir eine Entscheidung treffen, ob wir hier irgendwie bleiben oder ob wir wegfahren. Wir fahren weg. Das ist zu klar, zu wenig Wind, zu viel Licht, zu heiß. Ich traue mir nicht zu, hier in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde einen Hecht zu fangen. Selbst wenn er ein kleiner wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so schwer hier. Und deswegen ist das jetzt der High-Risk-Move, das Hechtgewässer tatsächlich zu verlassen und einen Kanal zu fahren, um zu gucken, ob wir eventuell einen Barsch fangen oder 2 oder 3 sogar. Und vielleicht fahren wir heute noch mal poldern dann irgendwann, aber ich glaube, jetzt fahren wir erstmal zum Kanal. Kann sein, dass das die bescheuerte Idee ist, die ich heute habe. Dann gehe ich halt mit dem Plan unter. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht noch ein paar Fische fangen können. Verrückt, sage ich euch. Ich darf euch in Amsterdam begrüßen. Jetzt haben wir hier noch gute 3,5 Stunden, um meinen fehlenden Barsch zu fangen. Das uns hoffentlich gelingt. Bleibt dran und folgt uns. 30 Grad stehen auf der Uhr am Auto. Wir sind wieder an der Brücke, wo ich in der Gruppenphase auch schon war. Ich glaube, ich habe echt 10 oder 12 Brücken befischt. Und das hier ist die einzige, wo ich im Training Fisch hatte. Oder mein Trainingspartner Martin. War ein schöner Fisch. Und ich kann mir nicht, also
So, wir sprechen davon, es ist übelst warm. Die Fische haben hier keinerlei wirklichen Schatten, außer so eine geile Brücke. Da wäre doch jetzt einfach mal Verstecken angesagt und dann fressen. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Freunde, da ist er. Da ist er. Mein Monsterbarsch. Mein Monsterbarsch. Ja, ja. Oh, ich hab den Monsterbarsch. Boah, der hat richtig getockt. Der hat richtig hart gebissen. Baff. Auf die 40 Gramm Rute. Boah, das ist ein richtiger Löwe. Ich sag's euch, das ist ein richtiger Kanallöwe. Yes! Der hat Maß. Ist das geil. 25 Zentimeter. Das ist doch auf jeden Fall schön. Nice, ey. Richtig, richtig gut. Der Hübsche darf wieder zurück. Full Card. Ich bin mega happy. Okay, jetzt geht's ans Upgraden. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen auf Zander angeln und auch immer mal, vielleicht mit ein bisschen kleineren Gummi auf Zander angeln, weil dann kann man auch vielleicht größere Barsche hier fangen. Ich bin gespannt, Alter. Mega. Was man hat, hat man. Max kann für die verbleibende Zeit befreit am Niveau seiner Fullcard arbeiten. Fast zeitgleich entgeht Marc nur haarscharf einem komplizierten Anruf bei seinem Versicherungsberater. Junge, die habe ich nicht gesehen. Das war richtig knapp gerade. Ich glaube, da war einer gucken. Oh ja. Nein, er hat ihn verfehlt. Er hat ihn verfehlt. Er hat ihn verfehlt. Also was heißt verfehlt? Der hat einen Haken gespürt. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Der war gut. Das war ein stabiler Fisch. Das war ein richtig stabiler Fisch. Hey, das gibt's nicht. Ist am Köder, ist am Köder, ist am Köder, ist am Köder. Oh, das glaube ich jetzt nicht, Alter. Das glaube ich jetzt nicht. Der Fisch hat 80. Ist am Köder, ist am Köder, ist am Köder. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hau mal mit der Drohne ab, Jochen. Bitte. Ich hab ihn. Nein, er ist schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Oh, wie geht denn das? Boah. Ich sehe den Fisch, der steht da vorne. Jetzt hat er einen Haken gespürt. Ich glaube jetzt nicht, dass der... Also der hat beim ersten Mal schon einen Haken gespürt, aber jetzt hat er einen richtig... Hat den Köder aber ordentlich drin gehabt. Kommt, 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 kommt. Ach du Scheiße, der hat Bock, ey. Der hat richtig Bock. Kommt. Das gibt's nicht. Okay. Okay. Weitere Booster. Der hat eben einmal das Maul aufgemacht, das wird er schmecken wollen. Machen die Hechte gern mal. Das ist unglaublich, dieser Fisch hat auf jeden Fall Hunger und findet diesen Deadwalk, den ich hier mache mit dem Maken, so verführerisch. Der kommt immer wieder mit und beißt immer wieder rein. Das ist dieses auf der Stelle tanzen. Das können sie nicht ab, die Hechte. Oh Gott, Alter. Ist das aufregend. Ich bin richtig am Zittern, Leute. Oh, der Hecht, der fehlt am Ende. Der ist gut, der ist stabil. Der ist kein Endzeitfisch, aber der ist wirklich stabil. Darf jetzt auch nicht zu laut sein. Jetzt die Frage, wo ist er hingeschwommen? Da kommt er wieder. Ach du Scheiße.
hat er nicht gemacht. Das fand er scheiße. Kommt. Er steht genau unterm Köder. Ich hab ihn. Nein, er hat... Why? Alter, da sind 6 Haken dran, Kollege. 6 Haken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal kommt. Es ist ein absoluter Krimi. Dieser Fisch macht mich verrückt. Ich bin überlegen, ob ich hier weggehe und in 10 Minuten nochmal komme. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob der dann genau hier wieder steht. Oh, das frisst Zeit, Leute. Wenn der Fisch beißt und ein Kescher landet, alles super. Wenn nicht, ist es reinste Zeitverschwendung. Wo hat er sich reingestellt? Oder hat er endgültig die Schnauze voll jetzt? Irgendwie Firma attackiert oder so. Fisch ist da. Eine Idee habe ich. Und zwar habe ich euch ja schon erzählt, dass es dem Macon auch eine Nummer kleiner gibt. Also Macon 150. Der hat jetzt 2-3 Mal immer drunter gestellt erstmal und das Maul aufgerissen. So, jetzt wird er schmecken oder so. Und dann hat er sich dann irgendwann entschieden, wirklich fast im Stehen den Köder zu nehmen. Ist ein bisschen wie mit dem Livescope und mit den Augen. Ja, den kleinen findet er nicht ganz so geil anscheinend. Ah doch. Alter, ohne Scheiß. Wie geht das? Absolut sprachlos. Absolut sprachlos. Habe ich schon viel erlebt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also dass ein Hecht mehrmals kommt, so vor den Füßen beißt, alles schon da gewesen. Aber so oft am Haken vorbei beißt. Ich meine, da sind 6 Haken dran an dem Ding. Okay, ich glaube, das war's. Der Spuk ist vorbei. Mist. Verrückt! Wir lassen unseren Captain Ahab fürs Erste allein und blicken auf den Rest. Wo gibt's die nächsten Zähler? Ja. Big. Großer Zander. Großer Zander. Der ist richtig gut. Alter, ist der da reingescheppert. Oh, it's a pike. It's a pike. Ah, ein Hecht. Ein Hecht, Freunde. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, schön. Das ist, glaube ich, ein Upgrade. Ein kleines. Ein Zander in der Größe wäre natürlich cooler gewesen. Aber da ist er. Sehr gut. Und deshalb mit Stahlangeln. Ich habe ja gelernt. Der absolut aggressive Brückenhecht. Der hat meinen schönen Fat T-Tail Minnow hier aber richtig vernichtet. Das war so ein geiler Biss, dass ich echt gedacht habe, es wäre ein Zander. Und zwar ein guter. Ja, ein Zander in der Größe, den hätte ich mir noch mehr schmecken lassen, weil das mehr Punkte gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Daher bin ich sehr dankbar. Schöner Hecht auf jeden Fall. 75,5 cm, also 76 Punkte. Richtig gut. Ich bin richtig happy. Boah, also Hechte bei dem Wetter hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut, die stehen hier halt auch so im Brückenschatten irgendwo rum. Damit sieht Max' Karte schon deutlich besser aus. In etwa das Kaliber, das Marc buchstäblich vor Augen hatte. Und die Saga geht tatsächlich weiter. Fisch ist wieder da. Beißt. Hat gebissen, aber hat einen
Er beißt an den Haken vorbei. Also das kann er. Das ist genauso wie ich sage. Ich will eigentlich hier weg. Und plötzlich taucht er wieder auf aus dem Kraut und macht mich wieder verrückt. Ich würde den Fisch echt gern fangen. Der ist 80 hat er. Tja, ein Satz mit X. Das war wohl nix. Mann, das ist ärgerlich. Das ist super ärgerlich. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich in ein Loch mit Wasser gedreht. Eieiei. Aber ich habe es ja eben noch mal angekündigt, der beißt. Ich mache das ja gerne so auf Sicht, gerade auf Hecht. Ich habe da viel Baggerseen zu Hause und Altrhein und so weiter und so fort, wo man das gut machen kann. Aber kann man natürlich auch hier in Holland machen. Und man sieht den Fischen an, ob die Bock haben oder nicht zu beißen. Also ich habe den Fisch eben schon wieder an seinem Verhalten, an seinem Schwimmverhalten, man sieht es an Flossen und an Körperbewegung, ob der Fisch, ich nenne es mal, fangbar ist oder nicht. In dem Fall war er irgendwie schon fangbar, aber irgendwie auch nicht. Aber man sieht es den Fischen eben an, ob die beißen wollen oder nicht. Ja, beißen wollte der, hängen bleiben wollte der nicht. Trotz 2 Drillingen. Oh, was natürlich super ärgerlich ist. Jetzt habe ich hier echt viel Zeit vereiert. Aber es hat trotzdem in gewisser Weise Spaß gemacht, weil es war spektakulär. Und hoffentlich kann ich mir jetzt irgendwo noch schnell einen anderen Fisch holen, dass ich noch ein bisschen Zeit habe zum Barschangeln. Leute, hier in meinen Händen halte ich ein Produkt von einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen Hecht und Barsch, Ilex und meiner Wenigkeit. Das ist die neue YPC Edition Night Shadows Route, 2,20 Meter lang, hat eine Aktion M+, eine Fast bis extra Fast Taper und ein angegebenes Wurfgewicht bis 21 Gramm und deckt somit schon mal ein sehr großes Spektrum ab. Wer den YPC geguckt hat, hat gesehen, was mit dieser Route alles möglich ist. Egal, ob ihr gerne mit Hardbaits angelt oder Softbaits, Jiggen, Finesse-Rigs, diese Route ist wirklich für jeden Einsatzzweck geeignet. Dieses Schmuckstück ist ab sofort exklusiv erhältlich auf hecht- und barsch.de und ein besonderes Highlight, diese Route ist streng limitiert auf 100 Stück und ist sogar mit einer Seriennummer durchnummeriert. Also nicht lange warten, sichert euch eure YPC-Route. Oh, it's so heavy. Oh. Das ist so das erste Mal in all den Tagen, wo ich meinen Plan so ein bisschen über den Haufen werfe. Ich hatte eigentlich geplant, hier am Kanal zu bleiben, aber es ist zandertechnisch einfach viel zu wenig los. Nicht ein Biss gehabt bis jetzt. Deswegen werde ich jetzt das Risiko in Kauf nehmen. Ich werde es jetzt hier auch nicht ewig auf Barsch probieren. Normalerweise kamen die Barsche hier eigentlich immer so in den ersten 20, 30 Würfen. Denn wenn ich, sage ich mal, 2 gute Zander fange, kann ich mir hier den Barsch auch schenken. Ich probiere es jetzt sicherlich noch mal 10 Minuten. Aber ja, da wir, denke ich, eine halbe Stunde an den Zanderspot fahren, tue ich, glaube ich, ganz gut daran, das jetzt hier nicht zu verkünsteln. Fisch am Köder. Oh, der hat ihn verfehlt, der hat ihn schon wieder verfehlt. Wie geht das denn? Wie zum Teufel geht das denn? Ah, ich kotze im Strahl, ohne Witz. Heute Morgen der Barsch, jetzt die Hechte. Hey, wir hätten so eine geile Fullcard. Er ist kleiner wie der andere, aber ist im Moment relativ egal. Der ist aber ein bisschen schlauer wie der andere. Come on. So, wir laufen jetzt einfach mal ein paar Schwundwände ab und suchen uns die Fische, die nah an der Wand stehen, die diesen ganzen Bootsverkehr meiden und die Lust haben zu fressen. Ja, wir versuchen den Köder jetzt einfach so nah wie möglich an den Steinen zu führen, also an der Schwundwand, die hier reingeht, in der Hoffnung, dass ihn einer interessant findet. Und zu unserem Vorteil natürlich ein Barsch. Und das machen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit. Wir haben jetzt noch gut über 3 Stunden Zeit, um den Fisch zu fangen. Was natürlich ärgerlich ist, in so einer Stadt liegt immer viel Müll drin. Und die regelmäßigen Hänger, die sind natürlich nicht für jedermann, aber ist überschaubar. Ich bin so doof und versuch's nochmal.
Bonjour, Monsieur Pike. Ça va? Ich sehe dich. Aber du hast keinen Bock mehr, gell? Naja, jetzt kommst du wieder näher. Jetzt startest du durch oder startest du nicht durch? Was tun? Ja, ich weiß, du findest ihn gut. Ich finde dich auch gut. Ihr solltet euch mal näher kennenlernen. Guck mal, der spielt so schön da oben rum. Abgedreht. Mann! Wichtig, Freunde, wenn ihr hier im niederländischen Dschungel unterwegs seid, müsst ihr auf jeden Fall eine Machete mitnehmen und euch umschauen. Weil es gibt hier echt manche gefährliche Wildtiere, muss man tatsächlich sagen. Also, das gibt's hier alles. Hier gibt es Schlangen, Skorpione. Also richtig gefährlich hier in den Niederlanden. Da ist sie! Da! Alter! Was eine Boa Constrictor, Junge! Nicht ungefährlich hier im niederländischen Dschungel. Jesus Maria! Bei solchen komödiantischen Einspielern ahnt ihr schon, die Fischaktivität hat drastisch abgenommen. In anderen Worten? Wir hauen ab, das bringt nichts. Jetzt tun wir den Rückweg mit dem Crank machen, weil ich ungern jetzt einen Weg verschwenden würde und jetzt einfach mal eine andere Technik ausprobiere. Beim Slingback natürlich praktisch, ich muss den gar nicht absetzen, ich kann den einfach nach vorne holen, das rausholen, was ich brauche. Ich habe mir einen eingepackt, ein Power Vibe, 1 bis 2 Meter, das reicht hier. Tiefer ist auch immer sehr anfällig auf Hänger. Ja, und den schmeiße ich jetzt einfach rein. 1 Meter weg von der Spundwand, weil den Bereich an der Spundwand direkt habe ich ja schon. Und dann mache ich ein bisschen Schnur, mit 2-3 Meter, und jetzt laufe ich einfach und halt den. So, jetzt geht der runter und ich wechsle jetzt meinen Köder ständig, ne? Also bis ich den erwünschten Erfolg habe. Ja, weiter geht's. Ja, ich würde sagen, die Brücke hat für mich alles geliefert. Maßigen Barsch, maßigen Zander und vor allem auch maßigen Hecht. Mega gut. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, 2,5 Stunden tatsächlich alles richtig intensiv ausgeangelt. Jetzt geht's weiter, Brückenhopping. Einfach Schatten suchen, würde ich sagen, weil für mich ist das Potenzial, also Hechtangeln brauche ich jetzt einfach nicht gehen. Das ist Quatsch. 70 cm Hecht kann man locker schlagen, aber die Dinger fressen eigentlich nicht. Und deshalb muss ich jetzt halt versuchen, erstmal einen großen Zander zu bekommen und dann halt den Barsch abzugraden. Eigentlich wäre es schlauer, den Barsch abzugraden, weil der ist halt deutlich kleiner, also hat weniger Punkte. Aber die sind einfach gerade so schwierig zu bekommen, deshalb lieber den Zander. So Leute, Crunch-Time. Ich habe jetzt mir meine Gedanken gemacht. Wir werden nicht nochmal an den Fluss fahren, das würde einfach zu lang dauern. Was wir machen werden, wir machen jetzt hier nochmal diese Strecke, wo ich die beiden Barsche heute früh drauf hatte, den einen verloren habe. Ich hoffe, dass hier noch ein Zander kommt, der wäre sehr, sehr wichtig. Mit Glück auch noch ein Barsch. Wir machen hier noch eine Dreiviertelstunde und dann fahren wir noch für eine Dreiviertelstunde Auto, um dann nochmal eine Stunde an dem Polder zu machen, weil da waren einfach aktive Hechte und ich glaube, wenn man noch so einen 70er Hecht fängt, dann könnte das noch gehen. Ich glaube, das ist jetzt noch die beste Chance, die ich noch habe. Da müsste schon wirklich alles glatt gehen. Bei Enrico bleiben die selbst gesteckten Ziele unverändert. Nur die Anzahl mitgenommener Routen steigt stetig. Es ist soweit. Wir sind Hechtangeln. Und ich hoffe, dass 2 beißen. Ich habe 3 Routen dabei. Also auch eigentlich normalerweise eigentlich viel zu viel, aber ich will hier keine Chance unversucht lassen. Wenn man mal irgendwo ein dickes Krautfeld hat oder Seerosenfeld etc., dann möchte ich auf jeden Fall gucken, dass ich da auch mal mit Topwater dran lang gehe. Aber wir fangen erstmal an. Etwas polderuntypisch mache ich die ersten Würfe mit dem Gummifisch, weil ich den einfach viel langsamer angeln kann. Dann mache ich dementsprechend hier die Ecken einmal. Hier ist so eine geteilte Fahrt, so eine Abzweigung. Einmal die Ecken so ableiernd zupfen, immer so ein bisschen den Gummifisch noch mal extra animieren.
damit das so eine fluchtartige Bewegung ergibt. Aber auch hier, kann ich euch sagen, wird das alles andere als einfach. Yeah, absolutely. Fisch. Biss gehabt. Fisch. Guter Biss. Oh, Zander. Ah! Ich tue ihn schnell zurücksetzen. Alter, da fehlen mir die Worte. Alter, da fehlen mir die Worte. Volleinschlag. Hängt nicht. 3 Drillinge drauf. Ich verstehe es nicht. Dass man mal einen Fisch nicht kriegt, okay, aber was hier abgeht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So langsam glaube ich nicht mal, dass ich heute noch meinen zweiten Hecht fange. Boah, ist das anstrengend, Alter. Ich habe 2 frische Fisch. Er hat ihn noch mal genommen, Alter. Oh, ich fall. Ich wollte gerade in die Rute beißen. Ach, das war knapp, Alter. Scheiße. Nee. Yes. Hecht Nummer 2 ist leider recht klein. Aber um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass ich ihn habe. Okay. Einmal gerade ziehen. Wir wollen es ja auch fair halten. Moment. Das hat er 65,5. 66 fürs Turnier. Okay. Kleiner 66er Flötenhecht, aber hey, ich bin froh, dass ich ihn habe an dem heutigen Tag. Die Hechte sind echt, die spielen mit mir heute. Okay, und also ich danke dir trotzdem für deinen Besuch und schick mir vielleicht mal deine große Schwester vorbei. Jetzt steht er erstmal da vorne. Hey, ich habe jetzt noch 2 Stunden Zeit. Ich hätte schon noch Zeit, irgendwo hinzufahren, einen Barsch zu fangen. Die Sache ist irgendwo. Wo soll ich hinfahren? Ich habe absolut keine Idee. Null. Also wirklich, natürlich habe ich eine Idee, aber dann stehe ich dann da und dann merkst du, war nicht so. Gut, muss ich drüber nachdenken. Vielleicht mache ich in der Zeit noch 3 Würfe auf Hecht, um einen größeren zu fangen. Kurz bevor der Mann seine Rute frisst, hat ein kleiner Hecht also doch Erbarmen. Was für eine Geduldsprobe, an deren Ende Marc an Kevin und auch am gebeutelten Anton vorbeizieht. Für den Sportex-Vertreter schwinden allmählich die Comeback-Chancen. Bei Marius dagegen ist selbst der letzte Strohhalm schon halb untergegangen. Ich setze alles drauf. Ich weiß, Hecht gibt nur einmal Punkte. Aber vielleicht ist das jetzt noch mal irgendwas anderes. Aber hier am Kanal, bis auf die paar kleinen Barsche, geht nichts. Dafür habe ich jetzt auch wirklich zu viel geangelt hier. Wow, also ich hätte nicht gedacht, dass es so zäh wird heute. Und dass ich mich vielleicht sogar über meinen 30er Barsch, den ich verloren habe, ärgern muss. Aber ja, ich bin noch nicht ganz so sicher. Ich hätte hier am Kanal noch 1, 2 Spots, aber auch welche, wo gefühlt passt am Kanal gerade nicht. Vielleicht checken wir noch eine Brücke ab, aber ja. Ich gehe jetzt erstmal zum Auto und dann wird kurz überlegt. Da war auf jeden Fall ein Biss. Mal schneller. Probieren jetzt mal gerade einen Jigspinner aus. Vielleicht ist das auch einfach zu groß hier alles. Wir brauchen nur einen 25er Barsch. 25er Barsch sind einfach mal eben 50 Punkte mehr. Das ist schon enorm. So schade das auch ist. Und so schön es hier auch aussieht. Wir müssen gehen. Alles gegeben. Nichts erreicht. Fisch. Oh, bitte. Bitte reich, bitte reich. Boah, das sieht schon wieder so knapp aus. Boah,
Nein! Nein, das kann doch nicht sein, Alter. Ist er drin? Nein, das Netz dreht sich. Alter, dieser Struggle, der ist mal sowas von real. Das kann doch nicht sein. Digga, mein Herz, das ist da, wo es nicht hingehört, glaube ich. Jetzt müssen wir gleich erstmal wieder zurückdriften. Das reicht nicht. 20. Ja, Leute. Crazy. Tun wir zurück. Ich habe den Köder gewechselt, der ein bisschen mehr Aktion hat. Scorpion Louis von Monkey los. Macht eine geile Bewegung im Wasser. Große Aufregung, keine Punkte. Gut 1,5 Stunden vor Abpfiff deutet aber immer mehr darauf hin, dass es hier schlussendlich um Zentimeter gehen könnte. Aktuell allerdings befinden sich 4 Angler im Auto. Deshalb schauen wir zu Beginn der Schlussphase erst einmal beim Tabellenführer vorbei. Big Mullet. Oh ja, Perch. Barsch. Sehr schön, das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Und das ist ein Upgrade-Barsch, hoffentlich. So, Freunde, da ist er. Da ist ein Barsch. Oh, das wird auf jeden Fall eine ganz knappe Kiste. Vielleicht hat er 26. Wir werden ihn mal auf die Latte legen. 27 cm Barsch, Freunde. Ein 27er Barsch, das sind 4 Punkte mehr. Boah, was ein Kampf. Kampf unter den Brücken hier mit den kleinen Barschen. Aber sie werden größer. Sehr schön, ich freue mich. Der kleine Mann darf wieder zurück. Tschüssi, aber verpetz mich nicht. Ist gut. Verkehr ist nicht auf unserer Seite, aber gerade in Holland ist eigentlich immer Stau, so gefühlt irgendwie. Wir sind auf dem Weg zum Barsch. Ich habe 2 Dinge, die ich gerne angeln würde. Die Zeit ist echt knapp und der Stau macht es jetzt nicht einfacher. Ich will eigentlich an der Brücke anhalten, wo ich im Training durch Zufall Barsche gefunden hatte, vor 2 Tagen. Die Frage ist, sind die überhaupt noch da? Ich will es auf jeden Fall probieren eigentlich. Und dann, also wirklich, das ist 15 Minuten Stop. 3 Würfe auf jeder Seite und weiter. Und dann geht's in eine Stadt, wo auch wieder ein bisschen Brücken, ein bisschen Spundwandangeln ist und so. Da habe ich dann vielleicht noch, also wenn es sehr gut läuft und wir den Stau, also wenn nicht so viel Stau ist und das alles nicht zu lange dauert, habe ich dann habe ich jetzt 10, 15 Minuten und dann in der Stadt vielleicht noch mal eine gute halbe Stunde. So, wir sind am Polder, sind eine Stunde gefahren. Katastrophe. Ich glaube, beim nächsten Mal bleibe ich einfach im Wasser, einfach nur, weil ich mehr Spaß am Angeln als am Fahren habe. Mein Ziel ist es jetzt noch einen schönen Abschlussfisch zu fangen. Ich bezweifle, dass meine Chancen allzu groß sind, ins Halbfinale zu kommen. Deswegen jetzt einfach noch ein bisschen Spaß haben, hier noch ein bisschen Strecke an dem Polder machen und hoffentlich noch einen Hecht erwischen. Das ist mein Ziel. Letzte Stunde. Let's go. It's okay to continue on top. Yeah, we will try. If it's not okay, then I have to stop. Okay. I think I have 4 by 40. Marius hisst die weiße Flagge. Anton wiederum, weiterhin erkennbar angeschlagen, will noch nicht aufgeben. Respekt dafür und noch ist die Chance da. Zumal sein unmittelbarer Konkurrent beim Barsch-Zwischenstopp nicht den gewünschten Erfolg einfährt. Schnell. Das Problem ist, das ist das Problem. Nee, das läuft nicht rund. Alter, guck dir den Tüdel an. Das nenne ich einen Tüdel. Tüdel des Jahrtausends. Mann, ich kotze echt im Strahl heute. Es läuft nichts, gar nichts, wie es soll. Zander war okay. Der Rest, noch das hat alles viel zu lange gedauert. Du suchst ein Weihnachtsgeschenk? Für Angler? Dann haben wir hier
Genau das Richtige für euch. Insgesamt 6 Varianten. Top-Produkte von über 20 Marken. Kein Zubehör mehr, sondern 100% Köderinhalt. Neu in diesem Jahr. In jedem Bag versteckt sich eines von insgesamt 6 exklusiven Weihnachtsprodukten. Für nur 49,99 erhältst du eine liebevolle Zusammenstellung an Ködern und Süßigkeiten mit einem Warenwert von mindestens 100 €. Und mit ein bisschen Glück gibt es sogar einen Warenwert von über 300 € für ein besonders sinnliches Weihnachtsfest. Fertig verpackt im Jutebeutel, perfekt als Weihnachtsgeschenk, direkt unterm Weihnachtsbaum. Und nur auf hechtundbarsch.de. Und nur solange der Vorrat reicht. Die Center Fishing Bags. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Wer so da? Hallo, Du bist viel zu früh. ach Mano. Ja. Ho, ho, ho. Der Anglerschmiede Xmas Sale ist eingeläutet. Das heißt, es gibt alle Online-Kurse zum Angelschein für nur 99 €. Bayern und Hamburg abweichend. Und das Beste, on top gibt es einen Expertenkurs deiner Wahl gratis dazu. Das gilt übrigens auch für Gutscheine. Na, das ist ja geil. Macht jetzt euren Angelschein. Anglerschmiede.de. Frohe Weihnachten. Ja, also angeln hier seit 10 Minuten und ihr seht sie vielleicht. Das war ein ganz frischer Ricky the Roach. Da. Ich habe nur einen kurzen Puck gespürt, hat er hinten reingelangt und natürlich wieder nicht den Haken erwischt. Es ist unfassbar. Da schwimmt ein Brassen. Schöne Grüße. Es soll einfach nicht sein. Ich denke, es wird derselbe Hecht gewesen sein wie vorhin. Wir sind am selben Spot. 3. Hechtkontakt heute, keinen gefangen. Und ich sage, wie es ist, wenn die so spitz beißen, dann haben die auch einfach keinen Bock. Dann kann ich machen, was ich will. Also klar, ich werde noch weiter angeln. Aber wenn die so zickig sind, dann ist es einfach sauschwer. Und unglaublich. Also 3 Bisse, kein Fisch. Naja, der Plan, sage ich mal, wäre fast aufgegangen, hier noch ein Hecht zu fangen. Aber wir haben noch eine Stunde Zeit. Vielleicht kriege ich ja noch 2, 3, 4 Bisse. Wäre ganz cool. Das sind Fische, die du eigentlich etlich fängst. Wenn du sie brauchst, fängst du sie nicht. Das ist immer so. Es ist kein Gerede, es ist einfach immer so. Aber weißt du, es gibt so Tage, da kannst du es nicht erzwingen. Wir brauchen halt den Lucky Punch, ne? Mal irgendeinen Barsch einfach vom Kopf schmeißen. Fisch. Der ist zu klein. Ah, der ist zu klein. Ach Gott. 20. Hat noch. Fisch. Boah. It's a nice perch. Oh, schöner Barsch. Oh no, fuck. Komm. Boah, das ist ein schöner Barsch.
Na, fuck. Oh. Come on, Alter. Oh. Ja, aber vielleicht ist er eine Verbesserung. Schöner Zander, aber leider falsches Spezies. Nope. Alles klar. Okay. Ja, wunderschöner Zander. Aber leider der falsche Stachelritter. Der kommt schnell zurück. Vielleicht kommt jetzt noch ein Barsch. Tschüss. Leute, ich sag's euch, ich glaube, ich habe über 40 Grad Fieber. Das wäre jetzt die Lösung gewesen. Oh. Aber wir geben nach wie vor nicht auf. Wenn Zander da ist, dann ist auch sicherlich irgendwo ein Barsch. Oh, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist, ganz ehrlich. Der arme Anton versucht, Marius eben geäußerte These zu widerlegen. Dass man es offenbar doch erzwingen kann, beweist aber ein anderer. Fisch. Boah, da ist er. Alter. Jetzt habe ich aber den Trouble hier. The struggle is real, Mann. Boah, Alter, bin ich durch. Guckt euch das Ding an. Und richtige Krebsfresser. Schön, oh, wie knapp. 34,5. Wahnsinn, ich hab mich... Das waren echt anstrengende Tage. Full Cut war das Ziel, die haben wir jetzt. Was soll ich euch sagen? Fix und fertig. Ab zurück mit dem Fisch. Scorpion Louis. Mega. Jetzt machen wir einen kurzen Break, atmen durch, sortieren uns und dann gucken wir, was wir die letzte Stunde machen. Oder 1 Stunde 20, ich habe keine Uhr im Kopf. Bis gleich, bleibt dran. 59 Minuten sind's noch, um ganz genau zu sein. Und dieser schöne Citybarsch könnte Kevins Eintrittskarte fürs Finale werden. Sofern die direkten Verfolger nicht nachziehen. Was übrigens abseits des Sportlichen gewürdigt werden sollte. Trotz Zeitstress und Unwohlsein wahrt Anton vorbildlich die Netiquette. Yeah, if you go a little further, it's no problem. Das ist vielleicht auch wichtig. Wir sind hier immer noch Gäste im Land und wenn Einheimische an den Spot kommen, dann seid so nett und lasst sie einfach dort fischen. Ich glaube, wir Deutschen haben hier genug angerichtet und die sind eh immer super, super nett. Also lasst die einfach fischen. Weiter geht's. Jetzt versuchen wir noch einen 50er Setti rauszuschmeißen. Oh, oh, ich schon wieder. Fisch. Ach, der hat's nicht. Der hat's nicht. Nee. Ey, was ist denn heute für ein Tag? Es ist unglaublich. Ich meine, die Fische waren jetzt keine Endzeit-Barsche, aber sind reingerumst, als hätten die auf jeden Fall 22. Und genau das ist im Moment das Ziel. Einfach nur ein 22er, einfach nur einen maßigen Barsch fangen. Wir stehen natürlich im Stau. Wir sollten eigentlich 15:21 Uhr ankommen, jetzt wird es schon 15:37 Uhr. Wir müssen dann noch 15 Minuten zu Fuß gehen, also haben wir noch gute 10 Minuten, die wir dann angeln können. Aber ich wollte unbedingt noch mal weg von den Brücken. Die Brücken haben mir echt gute Ergebnisse heute geliefert, aber es ist einfach nicht so mein Stil. Wobei, was heißt weg von den Brücken? Ich fahre auch zu einer Brücke, aber halt an Großgewässer einfach, weil ich habe das Gefühl,
Ich will mindestens noch die Chance haben, einen wirklich großen Fisch fangen zu können. Oder auch wenn es nur noch für 10 Minuten ist. Aber das ist halt einfach in diesen kleinen Gewässern, finde ich persönlich nicht so sehr gegeben. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal ans Großgewässer. Fisch. Oh, bitte, Alter, lass es noch ein besserer sein. Oh, der ist besser. Junge, das kann doch nicht wahr sein. Komm, bleib dran. Ah, könnte eine Verbesserung sein. So, wir bereiten alles vor. Deswegen nutze ich beim Streetfischen auch gerne Spundwandköcher. Weil ich kann den jetzt einfach so fixieren, bereite meinen Krempel vor und muss den Fisch nicht die ganze Zeit außer Wasser halten. Ich kann euch gar nicht sagen, ey, das ist, dieser Tag macht mich fertig. Wir haben 51,5. Ich glaube, jetzt ist gar keine Verbesserung. Wir gucken gleich mal nach. 51,5. Hast du? Ja. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Trotzdem geiler Fisch und ziemlich angry. Setzen wir uns zurück. Und zurück mit dir. 1 Zentimeter gut gemacht, aber wie gesagt, letztes Jahr haben mich 0,5 Punkte derbe, die haben wehgetan. Das ganze Jahr über, kann ich dir sagen. Gerade mich als ehrgeiziger Turnierangler. Vielleicht ist noch was drin, wir gucken. Kevin tut alles, um kein Déjà-vu zu erleben. Weil er aber weiter hinter Max auf Platz 2 rangiert, bleiben Anton und Marc knapp 20 Minuten, um das Trauma des LMAB-Anglers um 1 Jahr zu verlängern. Oh, Leute, da war einer. Wieso hängt der nicht? Gescheit. Kescher. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, das wird eng. Das wird so eng. Ah, der 20, der hat's genau nicht. Der ist breit vom Kreuz, aber that's it. Leck mich am Ärmel. Leute, der ist sogar drüber, der hat sogar. Warte, liegt nicht an, jetzt liegt er an. 0,5. Was? Ja. Alter, der hat 22,5. 22,5. Oh. Ey, ich habe mich noch nie über so einen kleinen Barsch gefreut. So sehr. Vielleicht, aber nur vielleicht, war dieser Stau für irgendwas gut. Ist egal, ich habe die Fullcard, ich habe heute gekämpft, ich hatte heute richtig viel Pech. Oh, ich habe die Fullcard. Auch wenn es nur ein 22er Barsch ist, ein kleiner Frittenhecht. Der hat so gute Laune erwischt, der ist am Singen, der junge Mann da. Geil. Ach ja, so ein kleiner Barsch und so eine große Freude. Ach, am Ende macht es doch immer Spaß. Also das Angeln macht immer Spaß, meine ich. Selbst so ein stressiges Turnier, so mit ein bisschen, meistens wenn ein bisschen Zeit dazwischen ist, auch wenn man schlecht abgeschnitten hat, hat Spaß gemacht. Und ich sage euch, mit geilem Tackle macht es noch mehr Spaß, deswegen schaut euch mal die Produkte von Ilex an. Klar, bei manchen Sachen muss man vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber die machen auch richtig Spaß, fangen richtig gut Fische und am Ende ist es unser Hobby, wo wir rein investieren. Und das sollte Spaß machen und Fische bringen. Feurige Rede für einen 23er Barsch. Aber nicht zu Unrecht, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit öffnet dieser Fisch Marc die Tür zu seinem zweiten YPC-Finale. Entsetzen im LMAB-Fanlager und Max' Anhängerschaft muss plötzlich noch einmal zittern. Auf geht's in den Schlusssprint. Biss gehabt. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein, Alter.
Fisch. Tiny, tiny, tiny perch. Okay Leute, also es sind noch Fische zu fangen. Ups. Und sie sind aber sehr klein. Vom Hopper ist keiner hochgekommen. Hat der Magic Z-Shell wieder ordentlich weggeknallt. Wir haben noch ungefähr 4 Minuten zu angeln. Wir gehen nochmal schnell darüber für 3 Würfe. Wie ist dabei? Oh, da war ein Biss. Oh, auf den letzten Metern noch ein Biss gehabt. Oh. Ich bin so kaputt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ach, bin ich so kaputt. Es war mir eine Freude, am YPC 2025 teilzunehmen. Es war stressig, es war hart, es war anstrengend, es war cool. Schon wieder so ein Tag zum Abgewöhnen. Es war voller zufriedener Momente. Es war Höhen und Tiefen dabei, echt schwere Tage. Also es war alles. Es war ein ganz toller Vormittag für mich. Ich habe 3 wunderschöne Zander gefangen, aber dann ging es absolut bergab. Ich bin echt ein bisschen krank geworden, aber völlig egal. Ich hoffe, dass die anderen heute auch mehr Fisch gefangen haben, dass die Show für euch besser war. Verzeiht mir, dass von mir heute nicht so viel kam. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Wir packen sowas von wieder an. Dieses Mal bin ich mir recht sicher, dass ich nicht weiter bin mit 2 Fischen in der Karte, 44 und 66. Ich glaube, wenn ich die 3 oder sagen wir 2 Hechte gefangen hätte und den einen Barsch nicht verkeschert hätte, dann, keine Ahnung, wäre vielleicht sogar was möglich gewesen. Wir werden sehen, wie weit mich das gebracht hätte. An der Stelle mal wieder vielen Dank für alle, die mir die Daumen gedrückt haben, die mal mitfiebern. Auch an die Leute, die mich hier unterstützen, also vom Team. Marco, mit Marco war ich hier unterwegs zum Trainieren, Max hier aus Holland. Die nehmen sich immer die Zeit, teilweise auch, um am Polder ohne Haken zu angeln. Kommt Marco extra aus Bayern hierher gefahren. Also das ja, echt ein fettes Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Natürlich an Fox Rage, mein Partner und Sponsor. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an Savage Gear, dass sie mich ins Rennen geschickt haben. Vielen lieben Dank an Willi. Vielen lieben Dank an so viele andere Leute, die geholfen haben. An André, an Fabi, an Daniel, an Tom, an Steffen und ja, viele andere mehr. Danke an meine Sponsoren, besonders an Manuel, der mich immer unterstützt, an Yannick und ja, war mega. Also, ciao, ciao. Wie sagte Per Mertesacker 1, ich lege mich jetzt erstmal 2 Wochen in die Eistonne und dann schauen wir weiter. Euch da draußen wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Zusehen des YPC Bank 2025. Diesmal bin ich mir sehr sicher ohne mich und bin gespannt, wer es geschafft hat ins Finale und freue mich drauf, Glückwünsche auszusprechen an diejenigen und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Lasst uns zurückfahren und gucken, was Toni zu verkünden hat. So, liebe Angler, herzlich willkommen zurück von einem sehr, sehr heißen, aber doch relativ ereignisreichen Angeltag. Nachdem die Gruppenphase C und D ja zum Teil echt sehr, sehr, sehr schwer waren von den Fangergebnissen her, würde ich sagen, geht der Trend heute wieder ein bisschen nach oben. Wir haben heute mehr Fische reported bekommen. Das kann einerseits daran liegen, dass sich die Fische vielleicht auf die jetzt mittlerweile etwas konstant warmen Wetterbedingungen ein bisschen besser eingestellt haben oder, und da bin ich geneigt, eher das zu glauben, dass es natürlich einen Grund hat, dass hier heute die 6 besten Angler aus Gruppe C und D gegeneinander angetreten sind, Punktbesten und auch ohne Zonenbegrenzung loslegen durften. Das wird sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass heute ein bisschen mehr Fisch kam. Es haben auf jeden Fall alle 6 Angler heute Zählbares beitragen können. Enrico hat den ersten Fisch gefangen, Marius hat wie in der Gruppenphase den ersten Barsch gefangen und Anton hat losgelegt wie die Feuerwehr. 75er Zander, 83er Zander, erster Ü80er Zander dieser Staffel und noch ein 62er, eigentlich die perfekte Ausgangslage, um mit einem brutal starken Board ins Finale einzuziehen. Leider haben mich dann Barsch und Hecht gleichermaßen im Stich gelassen, wie schon in der Gruppenphase und Stichwort Stich. Sonnenstich hat es offensichtlich auch noch gegeben, ja, weshalb leider heute dann für dich auch Schluss ist. Man brauchte heute eine Fullcard, um ins Finale einzuziehen. Und um diesen Pokal fischen zu dürfen, ich werde euch jetzt sagen, welche 2 Angler diese Möglichkeit hier noch haben, gegen Roman und Ton aus Gruppe A und B, um Pokal und Medaillen fischen zu dürfen an einem unbekannten Ort, an den wir gemeinsam hinfliegen werden.
Kevin, Max und Marc. Ihr drei habt die Fullcard heute geschafft. Ich habe es gestern schon gesagt, ein fantastischer Angler, der in der Vergangenheit an Kleinigkeiten gescheitert ist. Mal war es irgendwie ein fehlender Zander, dann haben die zwei Konkurrenten im Halbfinale sind über sich hinausgewachsen. Ich erinnere mich da an eine sehr, sehr starke Performance von Dustin und Patrick, wo Marc zu Unrecht nach Hause geschickt wurde, fast schon. Aber heute hat es gereicht. Der Barsch in der letzten halben Stunde, der war wichtig. Herzlichen Glückwunsch zum Gruppensieg. Danke. Es war knapp zwischen euch dreien, denn Marc hatte den drittgrößten Zander nach den 2 Kanonen von Anton, Ü70er Zander. Max erwartungsgemäß den größten Hecht und Kevin hatte den besten Barsch in dieser Gruppe. Und zwischen euch beiden war es dann wirklich sehr, sehr knapp. Max hatte die erste Fullcard. Kevin ist dem Barsch in Amsterdam eine Weile hinterhergelaufen, konnte ihn dann irgendwann eintüten. Aber währenddessen konnte Max sein Board noch mal leicht upgraden. Und das gibt den Ausschlag, dass Max sich das zweite Ticket fürs Finale sichert. Herzlichen Glückwunsch. Tja, Leute, auch wenn die Fänge nicht so spektakulär waren wie in der vergangenen Staffel, spannend war dieses Halbfinale allemal. Marc hatte mit diversen Widrigkeiten zu kämpfen. Verschlammte Socken, närrische Hechte und sogar der Tüdel des Jahrtausends konnten ihn letztlich aber nicht aufhalten. Der Hesse zieht verdient in sein überfälliges zweites YPC-Finale ein. Max konnte nicht nur seine letztjährigen Schwachstellen verbessern, sondern seine Hechtkompetenz noch stärker unter Beweis stellen. Kevin dagegen scheidet zum 2. Mal in Folge extrem bitter aus. Wir gratulieren dennoch zu einer in jeder Hinsicht gelungenen Vorstellung. Ähnliches trifft auch auf Anton zu, der hier lange drauf und dran war, das Finale ausschließlich mit Zandern zu erreichen. Für Enrico und Marius war heute nicht mehr drin. Trotzdem haben sich die beiden hier mit einer couragierten Vorstellung verabschiedet. Damit lassen wir die Halbfinalrunde endgültig hinter uns. Ab nächster Woche startet das große Finale in unbekannten Gewässern, sowohl für die Finalisten als auch für unser Produktionsteam. Freut euch auf 3 Bild- und hoffentlich auch fischgewaltige Blockbuster-Folgen. Episode 21 und 22 zeigen wir euch an den kommenden beiden Sonntagen. Das Staffelfinale seht ihr auch in diesem Jahr wieder am ersten Weihnachtstag. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächste Woche um 18 Uhr und